Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Nach einem Bericht des britischen Geheimdienstes rekrutiert Russland derzeit jeden Monat an die 30.000 neue Soldaten. Für die Ukraine ist das vor allem deshalb dramatisch, weil ihr die Munition für Flugabwehr und Artillerie ausgeht. Für sie wird viel davon abhängen, in welchem Umfang die Europäer nachliefern können, solange der amerikanische Kongress blockiert ist. In Deutschland ist ja eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung, fast 60% im letzten Politbarometer, dafür, der Ukraine mehr Munition und Waffen zu liefern. Mehr als ein Drittel ist jedoch dagegen. Diese in sich sehr heterogene Bevölkerungsgruppe prägte das Bild bei den Ostermärschen an diesem Wochenende. Molin Ilau berichtet. Spürst du den Panzer, der hinter dir steht? Kriege beenden, Aufrüstung stoppen. Dafür gehen sie heute auf die Straßen. Hier in der Südheide haben sie sich einen symbolträchtigen Ort ausgesucht. Es geht beim Friedensmarsch zum Firmengelände des Rüstungsherstellers Rheinmetall. Rheinmetall liefert Panzer und Munition in andere Länder. Dagegen demonstriert Hans-Dietrich Springhorn schon seit Jahrzehnten. Ist das eine Lösung, dass wir mehr auf Kriegsrhetorik, auf mehr Waffen, auf mehr Schießen setzen? Oder muss man nicht an einen Tisch kommen und gucken, welche Interessen hat der andere oder haben alle und zu einer friedlichen Lösung kommen? Eine andere Perspektive haben die Anwohner in ihrem kleinen Ort Unterlüss. Viele von ihnen sind beim Rüstungskonzern angestellt oder haben lange in der Munitionsfabrik gearbeitet. Im Prinzip haben die ja recht. Frieden ist wichtig und gar kein Thema. Aber gerade hier in Unterlüss oder ohne Rheinmetall, ohne unsere Waffenindustrie, würde es diesen Frieden, glaube ich, nicht geben. In Berlin demonstrieren rund 3.500 Menschen. Mit Friedensforderungen allein sei es aber nicht getan, betonen Spitzenpolitiker. Der Kanzler verteidigt die militärische Unterstützung der Ukraine in seiner Osterbotschaft. Der Frieden in Europa beruht seit vielen Jahrzehnten auf einem ganz zentralen Prinzip. Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden. Nie wieder. Dieses Prinzip hat Putins Russland gebrochen. Aber wir haben es in der Hand, diesem Prinzip wieder Geltung zu verschaffen, indem wir eben die Ukraine weiter unterstützen, entschlossen und besonnen. Auch der Vizekanzler betont, Deutschland müsse der Ukraine weiter zur Seite stehen und er warnt, wenn sich alle nach Frieden sehnen, ein gutes Ende sei nicht in Sicht. Wir müssen uns auf die Bedrohungslage einstellen, alles andere wäre naiv. Deshalb sind wir gut beraten, mehr in unsere eigene Sicherheit zu investieren. Wir, Deutschland, die Europäische Union, wir müssen uns schützen, rundum, auch vor militärischen Angriffen. Die Ostermärsche wie hier in Duisburg stehen im Zeichen der Kriege in der Ukraine und in Nahost. Die Demonstranten fordern auch hier Verhandlungen. Dass man eben nicht nur zurückbomben sollte, sondern vielleicht auch mal miteinander sprechen sollte. Was jetzt nicht heißen soll, dass man auf alles eingehen sollte, aber eben den Kontakt suchen. Auch in Chemnitz setzen sich die Teilnehmer des traditionellen Ostermarsches ein für Frieden und gegen den Krieg. Ich gehe mit meinen Enkeln, um wirklich alles zu tun, damit sie begreifen, der wichtigste Kampf ist, Frieden zu erhalten. Deutsche Waffen, deutsches Geld! Rheinmetall hat seine Produktion seit Beginn des Ukraine-Krieges verzehnfacht, am größten Rüstungsstandort in Deutschland. Die Ukraine braucht die Munition dringender denn je. Denn mit Friedensforderungen wird dieser Konflikt sicher nicht gelöst. Der Krieg in Gaza geht derweil auch weiter, aber auch die internationalen Bemühungen, dort zivile Hilfe hinzubringen. Von Zypern aus ist heute wieder eine Schiffslieferung gestartet, die eine Plattform mit Hilfsgütern vor die Küste transportieren soll, die dann an Land gezogen wird. Einen Hafen gibt es am Gazastreifen nicht. Und der Schwimmdock, den die US-Streitkräfte derzeit bauen, ist auch noch nicht fertiggestellt. Hilfe nach Gaza zu bringen, ist das eine. Noch schwieriger scheint deren Verteilung. Nicht nur, weil die Hamas darauf zugreift. Heute brach erneut ein tödliches Chaos aus, als der palästinensische Rote Halbmond Hilfsgüter per Lkw anlieferte. Thomas Reichert berichtet. Es ist früh am Morgen in Gaza-Stadt, als 15 Lkw mit Mehl ankommen. Tausende wollen etwas davon abbekommen. Die Situation gerät außer Kontrolle, Schüsse sind zu hören. Die Lkw rasen davon.
Augenzeugen berichten, für die Verteilung zuständige Palästinenser hätten in die Luft geschossen. Auch israelische Soldaten sollen gefeuert haben. Am Ende sind laut palästinensischem Roten Halbmond 5 Menschen tot, 3 davon erschossen, 30 sind verletzt. Hilfe für Zivilisten in diesem Krieg. Dafür arbeitet im Süden von Gaza auch Patrick Münz von der Hilfsorganisation Cardus. Gemeinsam mit dem Roten Halbmond versorgen sie hier Verletzte. Wir haben am Tag zwischen 25 und 45 Patientinnen, die wir hier versorgen, die eben teils mit sehr schweren Verletzungen hier eingeliefert werden, zum Teil Schusswunden, Schrapnelle oder eben auch Knochenbrüche. Wir hatten schon Menschen, die von diesen Airdrops getroffen worden sind. An diesem Tag wird ein Mann eingeliefert, der von einer Kugel oberhalb des Knöchels getroffen wurde. Er hat Glück, der Knochen ist nicht gesplittert, eine Fleischwunde. Entscheidend aber ist, dass er es überhaupt zur Versorgungsstation geschafft hat. Auch hier ist es eben super schwierig, dass die Menschen überhaupt unseren Stabilisierungspunkt erreichen, weil es kaum möglich ist für Ambulanzen, in die rote Zone, also in die Zone zu fahren, wo die Gefechte stattfinden, um dann verletzte Zivilistinnen zu evakuieren. Diese Gefechte finden derzeit mit besonderer Heftigkeit statt um das Schifa-Krankenhaus. Israels Armee geht dort gegen die Hamas vor, die sich im Krankenhaus verschanzt hat und damit auch dafür sorgt, dass die Zivilbevölkerung zwischen die Fronten gerät. Es braucht jetzt eine dringende Feuerpause, damit der Zugang zu humanitärer Hilfe gewährleistet ist. Die Menschen brauchen dringend Unterstützung und wir hoffen sehr, dass zeitnah diese Feuerpause stattfinden wird. Mit Erleichterung werden sie hier zumindest aufnehmen, dass die Verhandlungen über die Feuerpause und die Freilassung der israelischen Geiseln nächste Woche wieder aufgenommen werden sollen. Und jetzt geht es erstmal bei dir weiter, Heinz, mit den Nachrichten. Nach der Erhöhung des Bürgergeldes will Finanzminister Lindner auch eine Entlastung bei der Lohn- und Einkommensteuer. Die Anhebung des Bürgergeldes zum 1. Januar müsse jetzt rückwirkend zu einer Erhöhung des Grundfreibetrags führen, sagte Lindner der dpa. Das werde in der Gesetzgebung vorbereitet. Das heiße, es werde auch im laufenden Jahr für die arbeitende Bevölkerung eine weitere steuerliche Entlastung geben, so Lindner. In Solingen ist mit einem Trauermarsch an die Opfer des Brandes in einem Mehrfamilienhaus vor 5 Tagen erinnert worden. Mehrere hundert Menschen nahmen daran teil. Am frühen Montagmorgen war bei dem Feuer eine 4-köpfige Familie aus Bulgarien ums Leben gekommen. Ermittler fanden im Treppenhaus Reste eines Brandbeschleunigers. Wer das Feuer gelegt haben könnte, ist unklar. In der niederländischen Stadt Ede hatte heute ein Mann 4 Menschen als Geiseln in einem Café festgehalten. Nach stundenlangen Verhandlungen ergab er sich der Polizei. Der Täter hatte die Geiseln mit Messern bedroht. Sein Motiv ist bislang unklar. Nach Hinweisen auf eine Sprengstoffgefahr hatten Einsatzkräfte den Tatort großräumig abgeriegelt. Rund 150 Wohnungen wurden vorübergehend evakuiert. Im Petersdom in Rom hat Papst Franziskus am Abend den feierlichen Gottesdienst der Osternacht geleitet. Bei dem Gottesdienst wird an die Auferstehung Jesu erinnert. Gestern hatte der Papst seine Teilnahme an der Karfreitagsprozession in Rom kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Höhepunkt der Osterfeierlichkeiten ist die Ostermesse mit dem anschließenden traditionellen Segen Urbi et Orbi morgen. In den Ostertagen hoffen natürlich Tourismusbranche und Gastronomie auf gute Einnahmen. Ein Wirtschaftszweig, der ja wirklich ein Wechselbad hinter sich hat. Erst hart getroffen von der Corona-Pandemie und kaum hatte man die hinter sich und die Geschäfte zogen wieder an, kam der Krieg und mit ihm hohe Energiepreise und Inflation. Entsprechend groß ist bei Gastwirten die Verärgerung darüber, dass der in der Pandemie gesenkte Mehrwertsteuersatz seit Jahresbeginn wieder auf die alten 19% angehoben wurde. Das ist aber nicht das Einzige, worüber man sich auf der Ferieninsel Rügen Sorgen macht, berichtet Bernd Mosebach. Es ist noch etwas kühl im Nordosten, doch die Urlauber sind da. Strandspaziergang in der Binzer Bucht auf Rügen. Eine Viertelmillion Gäste erwartet Mecklenburg-Vorpommern über die Ostertage und eine Auslastung der Unterkünfte von gut 60%, etwa so viel wie im letzten Jahr. Die Preise haben noch mal etwas angezogen, vor allem in der Gastronomie. Die Binzer Strandhalle, eine Traditionsgaststätte. Toni Münster-Teicher ist hier seit 27 Jahren der Küchenmeister. Seine Spezialität: Ostseedorsch unter Kartoffel-Rosmarinkruste an Spitzkohl.
Seit Januar gilt in der Gastronomie der neue Mehrwertsteuersatz von 19 statt 7%. Sein Dorsch kostete im letzten Jahr noch 24,80 €, jetzt 26,90 €. Der Preis ist gestiegen, die Portion offenbar etwas kleiner geworden. Diese Kartoffelrösti, die auf diesem fantastischen Fischgericht sind, die wir jedes Jahr essen, das ist jetzt schon sehr durchsichtig geworden, sehr geschickt gelöst, weil er muss ja irgendwo zu seinem Verdienst kommen. Wenn ich die Speisekarte nehme und gehe so durch, dann da können wir mal 20 Cent draufschlagen, da mal 50, da vielleicht mal 1 €. Ne? Aber dass wir jetzt hergehen und sagen, so alles 12% drauf, ne? Einmal mit der Tabelle, das geht gar nicht. Die Mehrwertsteuer war während der Pandemie deutlich reduziert worden. Die Rückkehr zum alten Satz für die Branche das falsche Signal. Wir kommen ja nicht aus einer Situation von einfachen Zeit, sondern wir kommen aus der Corona-Pandemie. Wir kommen gerade aus der Teuerung um die Energiekrise, also maximal gestiegene Kosten und Rahmenbedingungen. Und deswegen gehe ich weiter fest davon aus, wir haben viele Betriebe schon verloren. Aber die aktuellen Studien sagen ja, dass wir erst am Anfang der Insolvenzwelle stehen. Für Unruhe in der Tourismusbranche sorgt auch das neue Gasterminal im Norden der Binzer-Bucht. Deutschlands größte Insel wirbt vor allem mit Ruhe und Natur. Ein Industriehafen könnte Urlauber verschrecken, so die Sorge. In Prora, ganz in der Nähe des Gasterminals, sind in den letzten Jahren zahlreiche neue Unterkünfte für Urlauber entstanden. Ulf Dohrmann vermietet hier 6 Ferienwohnungen. Wir haben hier so viel investiert und es ist ein einmaliger Platz. Den möchten wir natürlich so auch weiterleben, wie wir ihn kennen. Und auch die Touristen. Und nicht, dass da Leute sagen, ist ja ein schöner Platz, aber ist nicht mehr unser Platz. Die Osterurlauber sind trotzdem gekommen und bleiben erstmal gelassen. Ja, das ist optisch ist es nicht schön, aber das behindert ja den Urlaubsgenuss nicht. Genau, überhaupt nicht. Gar nicht. Die Inbetriebnahme des Gasterminals an einer der schönsten Küsten Deutschlands steht kurz bevor. Die Tourismusbranche ist verunsichert. Ob zu Recht, wird die Saison zeigen. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten, wie immer ohne Gewähr, 5, 10, 16, 21, 27, 33, Superzahl 0. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 556. Es ist wieder Zeit für die Sommerzeit. Heute Nacht werden die Uhren um 1 Stunde vorgestellt, von 2 auf 3 Uhr. Damit beginnt die 45. Sommerzeit seit 1980. Zurzeit gibt es am Himmel über Deutschland wieder einmal das Wetterphänomen Sahara-Staub mit einer milchigen Trübung in der Luft. Das war heute in vielen Teilen des Landes zu beobachten. Dass Sahara-Staub nach Europa getragen wird, kommt mehrmals pro Jahr vor. Eine Intensität wie jetzt ist aber laut Wetterexperten eher selten. Und jetzt noch die Wetteraussichten. Morgen regnet es im Nordwesten, später gibt es im Südwesten Schauer und Gewitter. Im Osten ist es freundlicher, teils aber trüb durch Sahara-Staub. 15 bis 21 Grad. An der Nordsee 12 Grad. Am Ostermontag regnet es im Nordwesten kräftig. Im Süden gibt es Schauer, am Nachmittag auch im Osten. 11 bis 20 Grad. Dienstag und Mittwoch werden nass und windig bei 10 bis 16 Grad. Das war's von uns. Weiter geht's im aktuellen Sportstudio. Und um 0:25 Uhr gibt es dann die nächste Heute Express. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.